wir hören? Was ist denn da? Radio Rabe, ja. Du bist bei uns auf Pod 2000 jetzt genau richtig. Wir haben ja heute das Thema Metal in unserer 2-Stunden-Sendung. Und zu mir muss man sagen, ich höre es gerne, aber ich bin eine Laie in diesem Thema. Umso besser, dass jetzt 5 Profis zu Maya, Profis zu mir oder Maya ins Studio gekommen sind. Sie machen seit einer Zeit zusammen Musik im Metal, haben Konzerte gespielt und sind passionierte Quelli-Trinker. Die Rede ist von niemand anderem als der Berner Band Anger in Defeat. Salut zusammen. Salut. Ja, es waren jetzt ein paar Vielstimmen gewesen. Wollt ihr mal sagen, wer das ihr seid und was ihr in der Band spielt? Wir sind Anger in Defeat. Ich bin der Leon, ich spiele Gitarre. Ja, ich bin der Sänger, einer von beiden, der Leon. Und gehört auch schon zu Quelli. Der andere Quelli, oder in dem Fall jetzt ein Feldschlössli-Trinker. In der Band bin ich, der Noel, ich bin der Bassist. Ich werde der Zweitsänger, der Joel. Und ich wäre nicht der Drummer, der Simon. Wunderschön. Der hat ja schon, glaube ich, alle vor Anger in Defeat in anderen Bands gespielt. Zum Beispiel du, Noel, ich kenne dich noch aus der Punk-Gruppe Suicidal Mermaid. Genau. Wie seid ihr dazu gekommen, Anger in Defeat zu gründen? Also. Long story. Nein, ich probiere es kurz zu halten. Also, der Leon, der Joel und ich haben vorher schon in einer Band zusammen gespielt. Und dann ist die auseinandergegangen. Und daraufhin sind der Leon dazugekommen und der Noel. Und jetzt sind wir unsere Supergroup. Genau. Kurzfassung. Bekannter als One Direction. Sicher mindestens so arrogant wie Der hat ja schon unter anderem auch schon ein paar Konzerte gegeben. Wo hat er schon überall auftreten? Oh, der coolste Ort war Segengasse. Da haben wir gerade vor Corona noch. Segengasse Burgdorf. Also Burgdorf. Genau, Ja. Burgdorf. Das war unser letzter Gig vor diesem Pandemie-Dingsbummens hier. Genau. Dann haben wir einige Gigs, wir haben einige noch selber organisiert. Ja, voll. Gell? Das Niederwangen auch beim Malibu Jugendclub. Yes. Und einmal haben wir an einem Open Air gespielt, in 2 Sommer. Das war auch cool. Yes. Ja. Ah, cool. Und er hat ja auch schon ein bisschen einen musikalischen Output, unter anderem auf Spotify oder auf Bandcamp das Demo Paradox. Ist euer erster eigener Release gewesen, oder? Genau. Ja. Ja. Wie ist es zu dem gekommen? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also, es war ein bisschen so, gewesen, dass es gerade, die haben wir einfach geschrieben nach einem Personalwechsel, sage ich mal, wo wir uns dann umformiert haben zu dem, was wir jetzt sind, und wir echt gemerkt haben, das funktioniert irgendwie mit allen. Und ich habe ja bei der alten Band noch Bass gespielt und habe dann dort auf Gitarre gewechselt, echt, weil mir das irgendwie gepasst hat, wo ich dann so eigene Songs schreiben konnte. Und dann habe ich mich dort für den ersten Song von dieser Demo mit dem Simon zusammengehockt und habe dann mal probiert, anfangen zu spielen. Dort ist dann schnell klar geworden, ich habe ein verdammt komisches Taktverständnis. Verständnis in Anführungszeichen. Von dem her gibt es dann auch so ein bisschen die Proggy-Rhythmen. Und dann haben wir aber sehr schnell gemerkt, dass es für alle verdammt Effekte und jeder hat irgendwo seinen Input reinbringen können. Und so sind dann eigentlich relativ schnell die 5 Songs entstanden. Voll. Und die Demo, dann, schlussendlich, haben wir so ein bisschen behelfsmässig selber aufgenommen. Das war so der erste Ding, also ja, der erste Record, den wir selber gemacht haben. Und auch noch im Keller von Shoutout JR Records. Yeah. Bin im Keller auch noch und dann so ein bisschen etwas zusammengemischt und so. Und genau, das war jetzt eigentlich der erste Release gewesen, und jetzt kommt jetzt neue Zeit. Okay. Und wie geht ihr eigentlich so ans Songschreiben an, jetzt in Bezug auch noch auf die alte Demo?
Ja, Ja, also jetzt im spezifischen Bezug auf das alte Zeug ist es, also für mich persönlich war es am Anfang recht wild gewesen, weil, wo noch nicht klar war, ob ich in die Band komme oder nicht, haben sie mir einfach 2 Songs geschickt von Demo. Es waren, glaube ich, Sick and Infested und Collapses gewesen. Ja. Und ich habe Until the World Collapses angefangen zu hören und dachte, oh, das klingt eigentlich noch geil. Und dann fängt es so richtig an und dann denke ich mir, was zur Hölle haben die da fabriziert? Das ist verdammt geil. Aber nein, so wie wir es dann gemacht haben, ist es vor allem einfach Leon und Simon. Also Leon hat Riffs geschrieben, hat die nachher zum Simon gebracht. Ja, also probiert irgendwie einen 4/4 oder so zu bringen. Genau, da hat sie dann irgendwie einen Takt probiert einzustunken und nachher, als ich dazu bekommen habe, nachher ich noch ein bisschen meinen Input geben, Basslines schreiben und dann haben wir das den beiden Herren Sänger präsentiert, die nachher quasi das Paket komplett machen. Und Texte? Also das machen ja. die Sänger, oder? Schreiben wir 2, Ja, der Schalu, ja, voll. Genau. Und wie kommt ihr dort so auf Ideen, Inspiration? Ja, das sind meistens ganz eigentlich spontane Einfälle. Also es klingt mega banal, aber ich höre eigentlich ein Lied, lasse so ein bisschen auf mich wirken und nachher kommt mir irgendeine Idee, oder dem Leon kommt irgendeine Idee und nachher versuchen wir die zusammen so ein bisschen auszubalancieren, sage ich mal. Man darf hier sicher auch noch anmerken, dass der Joel Linguistik studiert. Dementsprechend seine Texte hoch stehen. Ja, das macht alles ein bisschen gäbiger. Aber so inhaltlich... Es ist vornehmlich so, also es ist generell ein dystopischer Vibe bei unseren Songs. Also, ich probiere über krasse Szenarien zu schreiben, die die Menschheit potenziell überfordern könnte. Okay. Ja, zum Gesangsstil kommen wir jetzt nach dem nächsten Break. Der hat schon vorhin angesprochen, Until the World Collapses von eurer Paradox-Demo. Den hören wir jetzt. Wollt ihr den selber anmoderieren? Oh boy. Ja, get your fucking asses ready, würde ich sagen, Mann. Until the World Collapses von Anger and Defeat. Until the World Collapses von Anger in Defeat. Du hörst Radio Rabe mit deiner Lieblingssendung Bozer 1000 und wir haben die grosse Ehre, dass wir die Boys von Anger in Defeat hier in der Heiligen Halle vom Rabe im Studio haben. Salut noch einmal. Hey Leute, es gibt ja wirklich unzählige Metal-Genres, Black Metal, Thrash Metal, x-tausende. Wo kann man euch eurer Meinung nach einordnen? Schwierige Sache. Prog Death oder so, vielleicht irgendwie. Also ich glaube in erster Linie ist es Death Metal. Ja, gross umfassend würde ich auch sagen Death Metal sicher, wegen der Growl Vocals und so. Es ist halt schwierig, weil wir haben extrem viel Einfluss irgendwie Teile gehört sind aus dem Black Metal Cloud, dann Teile Rhythmen sind irgendwo auf Death Metal, dann haben wir Proggy Shit drin, aber irgendwie auch Teile simple. Und somit ist es wie ein Chaos. Es ist einfach Heavy Metal. Ja, das sind einfach Heavys. Allumfassend Extreme Metal. Aber euch ist es eigentlich auch gleich. Also, Ja, ihr wollt noch gar nicht so festfahren wenn jemand kommt und sagt, in Vollschienen und pur und so. Wenn jemand kommt und sagt, wir machen Hair Metal, würde ich schon ein bisschen sagen. Ja, aber grundsätzlich probieren wir einfach die beste Musik zu machen, die wir können. Und da ist es nachher eigentlich wie so scheissegal, in welchem Genre dass wir dann landen. Hair Metal. Eben, Hair Metal, stimmt, wir eigentlich noch den Haartest machen. Jetzt zeigen mal die Männer da. Aha, wo ist das denn? Oh, Achtung, sie tun wirklich die Haare. Der Simon schaut schon ein bisschen verzweifelt. Ja, vorhin schon gesagt, ja. Weil er hat kurze Haare. Aber sonst muss ich sagen, Jungs, Friese ist am Start. Ja. schöne Sache. Ja, ey, Leon, du hast es vorhin angesprochen, das Growlen. Für der Laie erklärt, der jetzt am Zuhören ist, wie funktioniert das? Okay. oder auch Joel, du tust ja auch. Ja, aber der Leon kann es besser erklären. Also, es ist, das ist noch schwierig zu erklären. Es braucht einfach auch ein bisschen Übung. Man muss ein bisschen reinkommen. Das ist nicht etwas, was man beim ersten Mal probieren kann. Und es gibt verschiedene Techniken. Die jetzt ich oder Joel glaube auch meistens brauchen, die hat die ehemalige Sängerin von Arch Enemy, Angela Gosso, mal sehr gut erklärt in einem Video, wo mir auch sehr geholfen hat. Und zwar hat sie einfach gesagt, du musst dir vorstellen, du kommst nach einem anstrengenden Arbeitstag heim und lässt dich so in den Sessel fallen und machst einfach so
mal so einfach richtig ausatmen, einfach so alles rauslassen. Weißt du, wir haben jetzt, uns tut eigentlich erst schon der Hals weh, weil wir schon den ganzen Tag so uns so hure Metal haben gefühlt und dann Genau. Ja, voll. Und dann von dort aus kannst du dann mit ein bisschen mehr Druck Ah, shit. Krass. Ja, ihr seid... Darf ich noch schnell etwas ja, zum klar, mach Growler mal. fragen? Mich interessiert es nämlich. Aber du hast schnell, dir tut es nicht weh. Also weißt du, kannst das weit trainieren. Ja, also das ist sicher... Oder dass es so nicht schädlich für die Stimme ist. Oder bist du schnell heiser. Oder... Ja, also man muss immer gut schauen, dass man sicher gut einsingt, so vor längeren Sachen im Studio oder Live-Gigs. Und man muss immer schauen, dass man auch genug Stütze aus dem Bauch hat, also Luftdruck genug im Haus. Und dann muss man sich einfach achten, dass oben im Haus nichts wie klemmt. Dass man nicht versucht, wie etwas zusammenzudrücken. So, da kannst du Stimmbänder dann ködern. Ja, voll. Aber sonst einfach so, wie ich es vorhin demonstriert habe, bekommst du etwa so viel Kisten rein, wie wenn du stundenlang normal singst oder einfach stundenlang durchredest. So. Und einsingen, aber da tust du dann singen. Also mit das mal. Also es ist einfach, ich glaube, das Ding von wegen eben, hat ja nicht alle Hausweh nachher, kommt davon, dass sich die Leute vorstellen, dass der ganze Druck so wie so eine Krotte im Haus steckt und nachher von der aus Power gibt, aber man muss wirklich viel stützen und man muss viel Luft geben aus dem unteren Atemtrakt, weil sonst kannst du relativ schnell mal deine Stimmbänder auswechseln. Schon. Und es gibt ja auch noch so die verschiedenen Nuancen, oder wie so Pick Squeals oder was so höher sind und so, aber das macht ihr wie aus, oder weißt du, wie lernst du das eben mit Tutorials, oder? Ja, also ich glaube, die allermeisten Leute haben da einen ziemlich impressionistischen Zugang, also sie probieren eigentlich ein bisschen und nachher kommt es gut irgendwann und natürlich viel Schmerz und Tränen auf dem Weg dorthin. Ich weiß nicht, wie hast du das so gehabt? Ja, also ich bin jetzt vor allem fühle mich ziemlich wohl mit dem, was ich vorhin demonstriert und erklärt habe. Aber es gibt verschiedene, wie du sagst, genau Pick Squeal, das ist dann irgendwie so in die Richtung. Und dann gibt es noch irgendwie False Chord und Deep Fried, aber das ist mir alles zu Metalcore, I'm sorry. Hey, ja, ihr seid eine Metalband im 21. Jahrhundert. Ist es eigentlich eurer Meinung nach schwieriger, Musik rauszubringen, als zum Beispiel in einem anderen Stil? Ja, nicht schwieriger, aber anders. Ja. Es ist schwieriger. Also es ist halt, wenn du eine ganze Band musst recorden und also jetzt geht aus der Perspektive von einem Audioingenieur oder einfach, ist es halt viel aufwendiger und komplizierter, einen Metal-Track zu recorden und zu mischen, als jetzt Hip-Hop oder so. Genau. Also, was sich sicher auch stark verändert hat, ist, früher hast du irgendwie ein Budget haben oder ein Studio kennen, damit du deinen Sound überhaupt aufnehmen kannst. Und heute kann jeder Hinterwäldler mit seinem kleinen Interface irgendetwas aufnehmen. Von dem her wirklich näher, oder wenn der Start ist, bist du in diesem ganzen Pool von Müll und dort irgendwie rauszukommen, ist heutzutage fast ein bisschen schwieriger, weil früher, wenn du mal ein gutes produziertes Album hast, bist du schon etwas Besonderes gewesen. Und das ist halt weniger so. Ja, was auch noch ist halt, dass man viel weniger als früher heutzutage sich auf Labels beruft. Man merkt ja, wie desperate das die Labels langsam werden mit dem ganzen YouTube-Copyright-Zeugs und so, wie sie noch jeden letzten Cent verdienen, weil halt kein Soul mehr bei ihnen geht, Musik aufnehmen und Musik machen, weil halt alles selber gemacht ist. Und wir machen das ja auch mit unserem Zeug. Wir tun unser Zeug selber auf DistroKid. Schamlose Werbung vertreiben. Und es geht einfach alles über das Internet und es ist ja so, wie die Zeit sich adaptiert hat. Apropos Internet, zu einem Band-Auftritt gehört ja heute auch auf Art Social Media und so Sachen dazu. Am Montag oder Dienstag, ich weiss nicht mehr genau, wann wir uns getroffen haben, wir haben es halt im Vorhinein schon mal gesehen, dort hat er mir eine selber produzierte Werbung gezeigt. Was ist es mit euch und Quellfresh? Oh boy. Ich würde sagen, wir haben alle eine gute Liebe für Bier am Start. Der einzige aus der Band hier, der auf Alkohol komplett verzichtet, ist der Schalou. Der trinkt zwischendurch sein alkoholfreie und bekommt von mir
ein Rebel. Genau. Aber sonst ist das, glaube ich, einfach so das Lieblingsbier von uns allen. Wir trinken es regelmässig gerne und viel. Voll. Okay. Und vor allem auch der keinen Alkohol trinkt, dem sind ich denke, Trinke echt die alkoholfreie Variante. Die alkoholfreie Variante, das Leermond, das ist ja voll. Und Quellfrisch, falls jemand von euch zulässt. Ja, Sponsor uns. Quellfrisch, der hat unser Voll-Endorsement. Wir lieben euch und bitte Ja, zusammenarbeiten. ihr bringt ja jetzt nicht mehr, glaub, allzu lange Zeit eine neue Single raus. Bevor wir aus dieser Thematik widmen, machen wir noch eine musikalische Unterbrechung. Ihr habt den Wunschsong «Eyeless» von Slipknot mitgebracht. Warum ausgerechnet Slipknot? Also ich bin heavily influenced von Slipknot gewesen, schon immer, und es ist bis heute eine von meinen meistgehörten Bands. Und dann, wir haben ja gewusst, dass wir hier einen Wunschsong anbringen, und dann ist der Schölo auch noch auf eine schöne Idee gekommen, weil der Drummer von denen, oder mittlerweile Ex-Drummer, Joey Jordison, ist ja gestorben, und wir haben wie gefunden, das wäre wie noch ein weiteres Gedenken an ihn. Und wir haben diesen Song mal gecovert. Geht direkt los, bleibt unbedingt dran. Es gibt nachher ein weiterhin tolles Gespräch, hoffentlich, mit Anger in Defeat und ihre neue Single exklusiv für Potzer 1000. Aber jetzt hier zuerst «Eyeless» von Slipknot. «Eyeless» von Slipknot, der Wunschsong von Anger in Defeat. Die sind immer noch hier bei uns im Studio. Du hörst Potzer 1000, heute rund um den Metal herum. Leute, die bringen bald eine neue Single unter dem Namen «Crisis» raus. Wann kann man die erwarten? Erstmal Yes. für ein bisschen Promo. Ende Monat. Ende August in dem Fall. Genau. Super. Jetzt im Vergleich zu der Demo, die man schon hören kann, was meint ihr, was hat sich am Sound verändert? Einiges. Also. Aus. Ja, nein, wir waren halt das Mal wirklich in einer guten Infrastruktur gewesen. Wir waren in einem guten Studio gewesen, und also, wo ich halt vom Studium aus zur Verfügung hatte. Und ja, genau. Voll, das haben wir dann innerhalb von einer Nacht haben wir das aufgenommen. Wir sind dort auf Zürich, das Studio von Simon. Und haben irgendwie am Abend um 9 Uhr angefangen, nach dem Aufbauen, nach dem 11 Uhr oder so, haben wir angefangen mit Schlagzeug loslegen. Dann irgendwie um 2:30 am Morgen bin ich fertig geworden mit Gitarre und so weiter. Und die Sänger, irgendwie, der Joel, haben wir dann irgendwann um 5 Uhr geweckt. Ja, Komm, mach screamen. Und von dem haben wir dann auch ein Doku gemacht, die kommt dann auch noch raus im Vorfeld. Und dann, so kaputt sind wir auch noch nie gewesen. Also auch Gigs sind auch fast einfacher zu spielen als die Aufnahme in dieser Night Session. Aber die Qualität hörst halt schon einen massiven Unterschied. Genau. Noch schnell ein riesen Shoutout zum Salvatore Tori. Der Dude hat da durchgehalten mit sheer fucking will and a packet of cigarettes und nichts anderes durch die Nacht durch hat uns ausgehalten. Er war eine Legende gewesen, und ohne ihn hätten wir das nicht schaffen können. Und was natürlich noch dazu kommt, muss jetzt gleich auch noch ein bisschen flexen hier. Also, wir haben dann den Song für das Mastering, also gemixt habe ich ihn, und für das Mastering haben wir ihn dann auf London geschickt, ins Abbey Road. In das Abbey Road. In das Abbey Road, genau. Und wie ist das dazu gekommen? Also, Da kann der Simon noch mehr flexen. nein, ja, von der Gustav Akademie, schaut das wieder. Sind wir auch schon mal im Abbey Road gewesen, letztes Jahr, also nein, im 2019. Und von dort her habe ich irgendwie wieder Kontakt aufgenommen, um eben diesen Song zu mastern. Und schlussendlich hat dann einer namens Sean Machine, oder wie man das ausspricht. Sean the Machine. Ja, Sean the Machine, genau. Der hat Rush gemastert, wirklich so krasse Sachen gemastert und so. Und der hat dann uns das Zeug gemastert. Krass, ja. Was können die HörerInnen von euch noch in Zukunft erwarten, jetzt nach dem nächsten Release? Ja, riesen Ladung. Also die nächste Single ist bereits aufgenommen. Die ist jetzt im Mixing-Prozess. Plus der dritte Song, also die dritte Single, habe ich mit dem Noel zusammen letzten Samstag fertig geschrieben, so dass wir dann den Rest der Band präsentieren können. Das heisst, wir werden in der nächsten Zeit laufend neue Sachen rausbringen. Mhm. Und konzertemässig steht schon irgendetwas an? Ja. Leon? So langsam. Kommt ein bisschen darauf an, ich muss halt noch beide Hüftgelenke operieren, von dem her bin ich das Zeitchen Schachmatt. Aber
jetzt momentan ist es noch schwierig, so mit Konzerten, weil das alles eher wieder so ein bisschen anlaufen, sage ich mal. Aber von dem her, ich kann auch im Rollstuhl spielen. Also. Ja, wir werden auch die erste Gelegenheit im Schopf packen. Ja, genau. Liebst du so bald wie möglich, oder? Yes. Jetzt noch zu Crisis, zu dem neuen Stück. Um was geht's in dem Lied? Also, ich denke, die Erinnerungen sind bei uns auch noch frisch an das letzte Jahr. Und der Titel ist extrem selbstredend. Also, es geht eigentlich ganz allgemein um Krisensituationen. Es ist geschrieben so ein bisschen aus der Perspektive von einem Menschen, der wirklich ins Kreuzfeuer kommt, so von all diesen Eindrücken, die eben eine sage ich mal, globale Krise mit sich bringt. Und also wir haben selber während der initialen, sage ich mal, Seuchenphase sind wir schon daheim gehockt und haben keine Bandprobe gehabt. Und nachher, wo wir nach sicher 10 Wochen oder so wieder mal eine Bandprobe hatten, hat sich das recht schnell ergeben, wo Leon und ich einen Text geschrieben haben, dass wir da irgendwie etwas verarbeiten. Okay. Das war auch das, was einen im Moment beschäftigt hat. Und wir haben ein bisschen schauen, dass es nicht so... Weil ich würde sagen, wenn einfach wir zwei aus unserer Perspektive über die Sache hätten geschrieben, wäre es auch nicht viel gewesen, was die Leute noch nicht gewusst hätten. Und darum haben wir wie lyrisch einen Standpunkt eingenommen von einer Person, die wir uns ausgedacht haben, die vielleicht noch ein bisschen mehr Angst vor dem Ganzen hat und noch ein bisschen mehr... Verzweiflung. Ja, ein bisschen mehr Verzweiflung und vielleicht auch ein bisschen mehr noch schwarzmalerisch, als man hier so ist. Also wir haben immer gesagt, ja, es kommt schon gut, 2-3 Jahre sind wir wieder in Ordnung und die Person in diesem Song, die sieht es halt auf die andere Seite, die sieht, wie die ganze Welt der Bach abgeht, wie alles in Sklaverei endet, etc. etc. Ja. Genau. Okay, Maja, hast du noch eine Frage? Nein, für mich ist es gut. Hey, Okay. merci vielmals, seid ihr da gewesen. Hure gut. Danke. Merci euch. Danke vielmals. Wir hören jetzt hier den Crisis von Angry in Defeat. Merci vielmals, seid ihr ins Studio gekommen. Wir bleiben alle gespannt auf das, was jetzt kommt. Und wenn du jetzt ein Interesse bekommen hast, Angry in Defeat haben zum Beispiel auf ihrem Spotify oder Bandcamp schon die Demo Paradox aufgeladen. Von der haben wir schon am Anfang ein Lied gespielt. Ein sehr amüsanter Instagram- und auch TikTok-Account. Ein TikTok-Account, der gerade aktiv ignoriert wird, weil ich noch keinen Plan habe, was wir drauf machen sollen. Falls ihr Ideen habt, weiter schreiben, @anger_in_defeat auf Instagram. Alle Ideen sind willkommen. Genau, und Ende August bringen sie ihre neue Single Cries raus. Wenn du jetzt aber nicht mehr so lange kannst warten, spitze deine Ohren, wir haben die nämlich schon hier ganz exklusiv bei Bots 3000. Wollt ihr es anmoderieren? Soll ich es machen? Leon, go. Das ist so gut gekommen. Oh. Okay, warte, ich muss mir schnell einen coolen Spruch überlegen. Helft mir mal, guys. Sagt etwas. Nein, einfach... Fucking let's go. Ladet einfach rein, ja. Let up. Crisis.